Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus eurem Sein heraus die Quellweisheit zu übermitteln, die in euch steckt, die in dir steckt. Jeder von euch hat die Kraft und die Macht, zu sich in sein Feld zu bringen, was er bei sich in seinem Feld wünscht zu haben. Und so ist deine Erinnerung an deine Kraft, an deine Macht, genau das zu dir zu bringen, was du in deinem Feld wissen willst. Das A und O für dein Glücklichsein, der Anfang und die Unendlichkeit deines Glücklichseins. Du bist in der vollkommenen Verantwortung für alles, was du lebst, für alles, was dich umgibt, für alles, was du sehen, fühlen, erleben kannst. Es ist nicht leicht, diese volle Verantwortung zu wissen, diese volle Verantwortung anzuerkennen, diese volle Verantwortung anzunehmen, ihr nicht widerstandsvoll gegenüberzustehen. Du musst nicht genau das, was du weißt, was ist, anerkennen. Und doch bist du eingeladen jetzt und hier dich darauf einzulassen, dass du als Schöpfer deiner Schöpfung alles erlaubst, alles ermöglicht, zu allem ein Ja gibst, was es in deiner Schöpfung gibt. Du bist alles, was ist. Und so drückst du dich auf vollkommene Weise genau so aus, wie du es wählst. Nichts unterliegt der Willkür und doch unterliegt alles der Harmonie. Harmonie ist nicht nur das, was du dir als Harmonie ausmalst. Harmonie ist das Zusammenwirken auf vollkommene Weise von allem, was ist. Und so kann die Harmonie genau so harmonisch nur sein, wie du sie erlaubst, wie du sie für möglich hältst, wie es dir möglich ist, sie anzuerkennen, sie zuzulassen, sie zu erlauben. Es ist weit schwieriger, das zu erlauben, was nicht durch dich als Individuum, als abgetrenntes Sein kreiert ist, kontrolliert ist. Es ist weit schwieriger, das Zusammenspiel von allem einzubeziehen, darein zu vertrauen, in deiner Schöpfung alles zu erlauben, was um dich herum ist, dich nicht zu begrenzen auf deine Macht, die du deinem begrenzten Sein zusprichst. Deine Macht ist dir bewusst in deinem begrenzten Sein und so begrenzt du deine Macht zuhauf auf dein begrenztes Sein. Löst du deine Macht von deinem begrenzten Sein. Und wir sprechen hier nicht von der Macht, die über andere herrscht. Wir sprechen hier von der Kraft, die dir innewohnt. Löst du deine Macht von deinem begrenzten Sein, wird deine Macht unendlich, ewig, allumfassend. Und du bist nicht mehr nur das, was du denkst zu sein, denn du weißt, dass du bist alles, was ist. Das ist dein vollkommenes Sein und aus diesem Wissen heraus kannst du besser verstehen, wie alles deiner Zustimmung unterliegt, wie jedes noch so schöne, noch so ungreifbare, noch so unfassbare, noch so nicht schöne
deinem Zulassen unterliegt. Und wir möchten hier anmerken, dass es keine Wertung von unserer Seite, von der höchsten Seite, von deinem tiefsten Sein her gibt für das, was geschieht, für das, was du in deiner Realität erlaubst. Es gibt keine Wertung auf Seinsebene. Aus deinem tiefsten Inneren heraus ist alles genau das, was es ist, Ausdruck des Seins, Ausdruck der Essenz, Ausdruck, eine Farbe im wundervollen Spiel der Farben. Ein Lichtstrahl im wundervollen Spiel des Lichts. Alles möchtest du ergründen und so erlaubst du umso mehr das, was du noch nicht ergründet hast, sodass du auch das ergründen integrieren kannst in dein Erleben, in dein Sein, in deine Wahrheit, in dein Wissen, in die Tiefe, die Höhe deines Bewusstseins. Du willst vollkommen bewusst sein, du willst alles greifen, begreifen, frei wählen aus allem, was möglich ist. Und so wäre die freie Wahl nur die halbe Wahl, wenn dir nicht alle Möglichkeiten zur Verfügung stünden. Das ist der Grund, weshalb du so vieles in deine Realität erlaubst, in deine Realität ziehst, in deiner Realität zulässt, dass du behaupten würdest, nicht zu wollen. Dein Bewusstes wird mehr und mehr eins mit deinem Vollkommenen. Das Bewusste, das dir zur Verfügung steht, das du denkst, was ist, bringst du mehr und mehr in Übereinstimmung mit dem Vollkommenen, dem Allsein, was du bist, nicht nur in dieser physischen Form, in aller Form, in jedem Ausdruck, durch alles hindurch. Du bringst mehr und mehr dein Bewusstsein, dein bewusstes Tagbewusstsein, Wachbewusstsein, Menschbewusstsein in Übereinstimmung mit deinem Gottbewusstsein, dem Allbewusstsein, dem Allumfassenheitsbewusstsein. Es wurde bereits eine Frage an den Anfang unserer Konversation gestellt. Eine Frage, auf die wir hier eingehen möchten. Die Frage danach, wie Begegnungen durch dich als Individuum erschaffen werden in ihrem Ausdruck. Die Frage also ist, die wir hier beantworten möchten, was ist dein Zutun und wie groß ist dein Zutun? Wie allumfassend ist dein Zutun zu dem, was aus dem anderen zu dir spricht? Und wir möchten dir hier auf Grundlage des zuvor Gesagten, des gerade durch dich Gehörten, versichern, dass dein Zutun 100% beträgt, dass du in der Lage bist, durch alles, was dir begegnet, hindurch genau das zu erhalten, wonach du fragst. Wünschst du durch dein Gegenüber eine Antwort zu erhalten und bist vollkommen offen dafür, vollkommen im Erlauben davon, erhältst du diese Antwort. Wir möchten hinzufügen, dass diese Antwort in jeder Form kommen kann. Wirst du versuchen, diese Antwort zu zwingen in Worte, die durch den anderen hindurch zu dir kommen, wirst du spüren, dass du die Schöpfung versuchst zu zwingen aus deinem menschlichen, begrenzten Sein heraus. Und dieses menschlich begrenzte Sein ist nicht alles, was du bist, denn es ist abgetrenntes, getrenntes, menschliches Sein. Das Menschsein muss nicht getrennt von allem sein. Trennst du es jedoch, ist es getrennt. Es ist nicht getrennt und eins mit allem, indem du
freigibst, auf welche Weise die Harmonie spielt, indem du dich befreist von deiner Begrenzung, die du durch dein Denken initiierst. Kannst du also loslassen von dem in eine bestimmte Form und Vorstellung hineinbegrenzen, ist alles möglich und kann alles in jedem Moment für genau das verwendet werden, wonach du fragst. Bitte und du wirst empfangen. Frage und du bekommst Antwort. Ist eine der Grundlagen, die jeder von euch kennt. Warum gibt es das Gebet, das sofort Unterstützung bringt? Das aufrichtige Gebet ist nichts anderes als das dich öffnen, dass dein Feld in Öffnung, Empfangsbereitschaft für alles, was ist, für die Magie, den Zauber der Schöpfung zu geben. Öffnest du dich für das, was du nicht mehr kontrollierst, mit deiner begrenzten Daseinsform, so kannst du alles empfangen, auf die Weise, wie du es in dem Moment annehmen kannst. Und so ist ein solches Gebet aufrichtig aus dir entsprungen. Die einfachste und effektivste Möglichkeit, genau das zu bekommen, wonach du fragst. Du bringst dich in Empfangsbereitschaft für die Frequenz, nach der du dich sehnst. Und genau so verhält es sich, wenn du durch ein Gegenüber eine Antwort wünschst. Ein beliebiges Gegenüber, was du von diesem Gegenüber hältst. Und wir nehmen hier ein Beispiel. Du hältst möglicherweise dieses Gegenüber für jemanden, für etwas, das begrenzt ist und dir diese Antworten nicht geben kann. Denn du kennst dieses Gegenüber vielleicht schon seit langer Zeit. Du hältst es für einfältig, vielleicht für nicht so intelligent, nicht so dem Göttlichen gegenüber aufgeschlossen, nicht so die Wahrheit zum Vorschein bringend. Du hältst es für nicht geeignet und genau damit bringst du es in genau diese Form, nicht geeignet, die Wahrheit für dich durchzugeben. Es ist deine Programmierung, die du dem anderen zuteilst. Und genau auf die gleiche Weise, wenngleich dies mit einer Vorprogrammierung, die du mit dir trägst, an der du insbesondere von deiner Verstandeswelt her anhaftest, die Umprogrammierung oder Neuprogrammierung am einfachsten vollkommen aus dem Freien heraus erfahren. Die Umprogrammierung oder Neuprogrammierung oder das Neuerfahren geschieht, indem du neu erlaubst. Das Neuerlauben ist am einfachsten, wenn du einer Person begegnest, der du noch nicht zuvor begegnet bist. Und so wird es dir eher widerfahren, dass du eine Frage hast, um Hilfe bittest und jemand zu dir kommt, den du zuvor noch nie gesehen hast. Denn hier bist du bereit, das Unerwartete anzunehmen. Du hast noch keine Vorstellung davon, wie diese Person ist, wie diese Person sein soll, wie diese Person reagiert und reagieren wird. Du kannst loslassen. Du kannst dich überraschen lassen. Und du bist frei, eine positive Überraschung zu erfahren. Je mehr du vorprogrammiert hast, desto eingeschränkter ist deine Wahl, desto beschränkter bist du in dem Erlauben, in dem Zulassen. Es ist deine, und wir sagen das
voller Liebe und frei von jeder Wertung. Je eingeschränkter du bist in deinem Erlauben, desto eingeschränkter sind die Möglichkeiten, die du durch den anderen hast, im Empfangen von dem, was du dir wirklich wünschst. Wir geben dir hier also die Möglichkeit mit, dass du durch jeden alles erfahren kannst. Und wir wiederholen, du kannst durch jeden alles erfahren. Und so ist eine der tiefgehendsten Wandlungen auf Erden, die ihr gerade vollzieht und noch mehr und mehr vollziehen werdet, mehr und mehr erleben werdet, die Realität, dass jeder bereits Meister, jeder bereits vollkommen ist. Alles und jedem, dem du begegnest, kannst du die Meisterschaft attestieren. Bist du bereit, jeden in seiner Meisterschaft zu erkennen, jeden in seiner Vollkommenheit zu erkennen, genau jenen, den du eben gerade noch beschränkt hast, in seiner Meisterschaft zu sehen? Und sei es nur mit dem Gedanken zu spielen, mit der Möglichkeit zu spielen, dass dieser andere bereits vollkommen und erleuchtet ist, sich nur in einer Form zeigt, die für dich annehmbar ist, für dich dieses Spiel spielt, obwohl er längst, so vollkommen, so erleuchtet, so eins mit dem Alleinbewusstsein ist, mit dem vollkommenen Allsein, Bewusstsein. So ist dieses Erkennen, dieses Erlauben des Meisters im anderen ein Wandel, den du mehr und mehr beobachten wirst, der mehr und mehr auf Erden geschehen wird. Ihr erkennt euch in eurem Sein, in eurer Meisterschaft. Ihr erkennt euch in eurer Vollkommenheit. Du erlaubst dem anderen sein Vollkommensein. Und damit ist dem anderen erlaubt, sich in seiner Vollkommenheit, in deiner Anwesenheit auszudrücken. Alles spielt auf vollkommene Weise zusammen. Und so spielen die Spielgefährten mit dir auf genau jene Weise zusammen, die du erlauben kannst. Brauchst du es, dass deine Rolle eine Rolle ist, in der du immer wieder alles in Ordnung bringen musst, wirst du genau diese Spielgefährten haben, die dir erlauben, immer wieder alles in Ordnung zu bringen. Auf diese Weise behältst du deine Realität, wirst nicht in Frage gestellt mit all dem, was du bisher zu deiner Realität gemacht hast. Und wir möchten dir hier so liebevoll sagen, dass deine Realität eine ist, die du gewohnt bist, immer wieder neu zu kreieren, um nicht in Frage zu stellen, was du als Realität für dich über all die Jahre und Jahrzehnte gewählt hast. Kannst du dich von dieser, wir wollen sagen, Befürchtung lösen, der Befürchtung, dass deine Wahl auch hätte anders sein können, dass deine Realität rückblickend komplett hätte anders aussehen können, da sie ja jetzt anders aussehen kann, in Zukunft anders aussehen kann, in jedem Moment anders aussehen kann, als so, wie du gedacht hast, sie sein wird, weil sie immer so war und sein muss, weil sie immer so war. Kannst du dich damit anfreunden, dass die bisher gewählte Realität nicht vergeudet ist. Ganz im Gegenteil, dir die Grundlage gibt, um das zu erkennen, was wirklich ist. Die Möglichkeit von jeder Entfaltung in jedem Moment. Kannst du dich darauf einlassen? Kannst du also auf diese Weise Frieden mit jeder Wahl schließen, denn du weißt, dass sie dich an diese Stelle gebracht hat,
dann bist du bereit. Dann bist du bereit, dein Leben neu zu malen. Den Zauber der Möglichkeiten in jedem Moment zu erlauben. Kein Ursache-Wirkungsprinzip mehr als Grundlage für all dein Erfahren herzunehmen. Dann bewegst du dich in den Zauber der Schöpfung, in die Magie des Seins, in die Unendlichkeit aller Möglichkeiten, in die Freude des Spiels in jedem Moment, frei von allem, was du dir vorstellen kannst. Wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben. Wir sind die Liebe durch dich hindurch, durch alles, was ist. Du bist die Liebe durch dich hindurch, durch alles, was ist. Wir sind, was du bist, was wir sind. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.